Ich möchte mich gleich anfänglich, vor allem auch im Namen von Claudia und Rinzi, für das zahlreiche Kommen bedanken. Es ist wirklich ein schönes Gefühl im Andenken an David mit so vielen Leuten hier herum in der einzigartigen Bergkulisse, die ihm so wichtig war, Zeit zu verbringen. Es war 3 Monate vor den tragischen Ereignissen in Kanada, dass ich mit dem David nochmal auf eine Reise gehen durfte. Es war keine Reise zum Klettern, sondern eine Reise, die verbunden war mit Verpflichtungen, mit Outdoor-Messen, mit Festivals und dergleichen. Und wer den David kennt, der weiß, dass es ihm sehr wichtig war, Leistungen zu erbringen, aber er war nicht die Sorte Mensch, die nach einer erbrachten Leistung sich zurücklehnt und den Blick in den Rückspiegel genießt und sich zufrieden fühlt, sondern David ist eigentlich immer am besten gegangen, wenn er weiß oder wenn er gewusst hat, dass er was geleistet hat, aber wenn er das Nächste schon vor Augen gehabt hat. Und in der Hinsicht ist mir diese gemeinsame Reise nach Amerika besonders in Erinnerung geblieben, weil der David gerade vom Lunak zurückgekommen war. Es war ihm wichtig, oder wie er gesagt hat, ein Großprojekt abgeschlossen zu haben. Nur das Glück hat eigentlich ausgemacht, dass er das Nächste bereits vor sich gehabt hat. Ich habe ihn erlebt, als wäre er irgendwie in Aufbruch gewesen, in einer Stimmung voller Erwartung, voller Tatendrang, voller Energie und Enthusiasmus. Nicht nur, oder das ganze 2019er Jahr sowieso hat er durchgetaktet gehabt und geplant, aber eigentlich schon 2020 und darüber hinaus hat er sehr konkret vor Augen gehabt. Es war auf dieser Reise, dass David und ich mehr zufällig den Okiem und sein Orchester live gesehen haben. Und es war gerade ein neues Filmprojekt in Diskussion und wir waren uns einig, dass die Musik, wie sehr tragend ist, sehr gut zu seinen Bergprojekten passen würde. Und wir haben uns ausgemalt, wie schön sich die Bilder fügen würden und wie gut es doch passen würde. Ich solle Okiem kontaktieren und die Möglichkeiten abklären. Soweit unser Plan. Es wird lange dauern für mich, um zu begreifen, dass viele von den Plänen, die der David gehabt hat und viele der gemeinsamen Projekte, die wir vor Augen gehabt haben, sich für immer verändert haben. Wie seine Eltern es treffend zu sagen pflegen, seine Bestimmung hat es anders vorgesehen. Das lindert den Schmerz nicht. Sehr wohl lindert für mich zumindest das Wissen, dass der David genau das Leben gelebt hat, wie er es leben wollte. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wohl kein anderer so intensiv erlebt hat wie er. Ich bin froh, den David im Kreise von Menschen zu wissen, denen die Intensität des Moments in einem ähnlichen Maße wichtig war wie ihm selber. Mit Jess Ross Kelly, jemanden, den der David für seinen Humor, seine Unbekümmertheit und seine kompromisslose Leidenschaft geschätzt hat. Und den Hans-Jörg Auer, mit dem an der Seite er sich am höchsten zum Träumen imstande gefühlt hat. Neben Davids Eltern, die im Anschluss gleich eine der Feuerschalen unten entzünden werden, würde auch die Familie vom Hans-Jörg eine Feuerschale entzünden und der Conrad Anker als naher Freund von Jess Ross Kelly eine weitere. Die Feuer werden David, Hans-Jörg und Jess symbolisch sehr treffend als die Lichtgestalten für den heutigen Abend für uns darstellen, die sie für uns sind und auch in Zukunft bleiben werden. Die Trauer über den Verlust von David ist für mich bis jetzt in den vergangenen 3 Monaten keine Konstante gewesen. Sie war immer da und immer präsent und trotzdem ist sie in Wellen verlaufen. Und es war in einer der letzten Wellen, wo ich mich ganz intensiv versucht habe, daran zu erinnern, was unser letzter Wortwechsel war. Es war ein Telefonat, er war schon in Übersee. Der Inhalt war großteils trivial und nachdem wir aufgelegt haben, haben wir noch ein paar SMS hin und her geschrieben. Das letzte SMS war von David. Es war ein kurzes Danke. Und dieses Danke, lieber David, möchte ich dir zurückgeben. Danke, David, für die Freundschaft. Danke, David, für dein Vertrauen.
Danke für deine Ehrlichkeit. Danke für deine Art, anders zu denken. Danke für dein konstantes Streben nach Fortschritt. Und danke für deine Fähigkeit, Perfektion zu suchen, ohne dabei den Superlativ zu benutzen. Wenn sich jetzt gleich immer mehr das Licht einmal entzündet, wenn wir raufschauen zur Hochtennspitze und uns vorstellen, wie du ein letztes Mal darauf steigst, so wie du es jedes Jahr zigmal getan hast. Und wenn wir dann zur Musik von OKM die Bergbilder von dir einspielen, so hoffe ich, dass sie sich genauso schön fügen, wie du es dir damals vorgestellt hast. Ich möchte dir alles Gute wünschen, lieber David, für dort, wo du jetzt bist. In meinen Gedanken hast du dein Basecamp in einer wunderschönen Berglandschaft aufgestellt. Rundherum steile, unbestiegene Berge, Wände aus perfektem Granit. Alle unbestiegen und nicht nur unbestiegen, eigentlich sogar unmöglich, sagt man zumindest. Aber naja, wer weiß. Du hast da schon irgendeine Idee im Kopf, irgendeine Linie fällt dir schon ein. Du redest nicht darüber, aber das Grinsen in deinem Gesicht sagt alles. Das wünsche ich dir, lieber David, und dass es im Basecamp immer mal wieder ein gutes Stück Fleisch gibt und ein feines Glas Rotwein. Lass es dir gut gehen. Nichts anderes hast du verdient. Danke.